der ungeschlagene Champion der DDR-Camper. Bis heute einer der leichtesten Wohnwagen der Welt. Wasserdicht genug, um übers Wasser zu schwimmen. Dank GFK unsterblich. Ein absoluter Kultklassiker des Ostens. Jeder kennt das noch, die ganz alten Wohnwagen aus der DDR. Und hier haben wir jetzt so ein Schmuckstück. Hauptsache los, Hauptsache fort, Hauptsache raus, ein neuer Ort, Hauptsache weg, einfach nur frei. Die Sonne ruft, wir sind dabei, Hauptsache weg. Mal gucken, ob jemand da ist. Na, Hallöchen. Na hallo. Ich komm raus. Basti, ich grüße dich. Du hast ein ganz spezielles Liebhaberstück hier. Ja, Viele da draußen werden es wahrscheinlich noch kennen. Es gab ja eigentlich nur zwei bedeutende DDR-Wohnwagentypen. Wir haben jetzt hier den. den Quick Junior, den habe ich hier. Und gab es aber auch noch den Quick Aero. Zu dem Quack Junior, den du hier dir angeschafft hast, habe ich nämlich eine spezielle persönliche Verbindung. Weil das war tatsächlich damals als Dauercamper mein Schlafplatz, all die Jahre. Du willst hier allerhand einbauen, umbauen, restaurieren. Das Fahrzeug ist eigentlich schon zum Teil zumindest technisch in Ordnung. Bedeutet wirklich, das Fahrwerk unten ist alles schon mal neu gemacht worden vom Vorbesitzer. Wir werden auf jeden Fall die Fenster ersetzen, weil die hier schon trüb sind. Ja, das sieht man. Hier ist auch so ein bisschen der Gummi schon beschädigt. Neue Gummis kommen rein und hinten soll ein Ausstellfenster reinkommen. Das ist das hier, ne? Genau. Da hattest du ja gesagt, da gab es ja Probleme bei der Bestellung. Aktuell sind sie ausverkauft, wie es halt so ist, wenn man mal eins braucht. Aber ja, dranbleiben, Hersteller anfragen und dann sollte es irgendwann mal klappen, hoffentlich. Aber kommt mal ran, guckt euch das mal an. Das hat doch was Nostalgisches. Willst du die auch austauschen oder lässt du die so? Nee, die bleiben. Die sind alt, aber vom Design her wunderschön. Das Besondere an dem Wohnwagen ist ja das Gewicht. Der Wohnwagen wiegt ungefähr 320 Kilo. Das ist für einen Wohnwagen eigentlich wirklich extrem leicht. Das liegt aber auch daran, dass das Fahrzeug eigentlich fast nur aus Plastik besteht. Das bedeutet auch wirklich, man muss keine Angst haben vor Rost, Korrosionsschäden, irgendwas anderes, sondern wirklich, man muss halt bloß gucken, dass es dicht bleibt, dass die Gummis weich sind und dann sollte es eigentlich auch drinnen trocken bleiben. Aus dem Grund haben wir heute auch mal den Feuchtigkeitssensor zu Hause gelassen, weil den brauchen wir definitiv nicht. Hast du denn hier vor, irgendwie noch eine Markise dran zu machen oder ein Vorzelt? Gibt es überhaupt Vorzelte für so einen Es alten gibt Wohnwagen? Vorzelte. Wir haben hier die Caterschiene. Da kann man das Vorzelt letztendlich einfädeln. Wo holt man sich das? Gibt es da noch? Eigentlich kann ich wirklich bloß sagen Internet, sonst gibt es eben halt auch eine Filiale Fritz Berger. Aber da müssen wir dann eben halt wirklich schauen, was am besten für uns ist dann. Gewicht war nämlich damals in der DDR sehr relevant. Weil als Zugfahrzeug, was hatte man da? Ein Trabant und ein Wartburg. Und da war nicht viel mit 1,4 Tonnen etc., sondern das musste leicht sein. Genau. Ja, Basti, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal rein. Ja. Gucken uns das gute Stück mal von innen an. Mensch, es hat schon was. Aber ich muss echt sagen, das allererste, was ich feststelle, das Raumgefühl, es täuscht komplett, wenn man sich den Wohnwagen von außen anguckt. Das stimmt. Also du hast hier wirklich eine Menge Platz. Kann auch als großer Mensch hier drinnen schlafen. Ja. Also ich kenne es ja, ich habe ja hier jahrelang geschlafen. Du willst hier noch was verändern? Ja, also wir haben letztendlich vor, die ganzen alten hessischen Kleiderhaken hier abzumachen und wollen letztendlich den Wohnwagen komplett dämmen. Das bedeutet wirklich Armaflex, 6 mm. Also das heißt hier oben die ganze Decke, wenn man sich das so anguckt. Wird alles komplett mit Armaflex gedämmt. Und dann ist eben unser Plan, dass wir letztendlich Filz drüber spannen. Der nächste Plan ist dann letztendlich die Elektrik, weil unten ist der 230 Volt Anschluss. Ja. Und der ist halt nicht mehr so besonders, beziehungsweise von der DIN-Vorschrift her jetzt auch nicht mehr aktuell. Und da ist mein Plan letztendlich, das alles zu erneuern. Muss ich mir mal angucken, weil ich habe ja mal in meinem früheren Leben Elektroniker gelernt. Wahrscheinlich der Kabelquerschnitt, ne? Ja, der Der dann Kabelquerschnitt. einfach nie passt von der Und Stromstärke drinnen her. ist auch noch ein Transformator. Das bedeutet wirklich, dass eben die Lampen, die hier oben hängen, die laufen mit 12 Volt. Okay. Und ja, sind wir mal ehrlich, in der heutigen Zeit braucht man das nicht mehr wirklich. Ich baue das komplett um auf 230 Volt. LED dann wahrscheinlich rein. Genau, oder? LED-Technologie, weil es ist A, stromsparend und B, auch einfacher zu verbauen. Wir haben immer hier so geschlafen, wir haben das umgebaut als Bett. Und hier, da wo du wahrscheinlich dein
Induktionsfeld da reinstellst. Genau. Hier stand meine Playstation. Und hier war mein Fernseher. Hast du noch vor, irgendwie einen Schlauch zu legen? Nee, der Plan ist wirklich, dass das Waschbecken stillgelegt wird. Da Hier drüben. kommt eine richtig große Arbeitsplatte hin. Und da wird dann letztendlich der Induktionsherd eingelassen auf der linken Seite. Ich weiß noch, hier gab es ja solche Pappschiebetüren, die waren Genau. da drin, original, die Die- kannst du dann immer so aufziehen. Die fehlen leider vom Vorbesitzer. Willst du die dann original so ersetzen, so wie sie waren? Oder? Genau. So ist auch so der Plan. Du hast hier vor allem auch den Vorteil, man sieht das ist schon mal gemacht worden hier. Ja, genau. Hier ist ein neuer Boden reingenietet worden. Wir hatten nämlich damals in unserem Original-Wohnwagen echt das Problem, dass hier der Boden durchgebrochen ist. Und der war dann halt auch komplett undicht. Das ging halt direkt 10 cm runter und dann hast du halt hier unten dann auch gesehen, dass hier wirklich Luftspalt drin war. Genau. Wenn du dann im Herbst da drin geschlafen hast, das war schon ganz schön kalt. Soweit ich weiß, waren original auch früher Holzplatten drin. Ja, Und die Holzplatten tun natürlich mit der Zeit dann auch durchmodern, durchsacken. Und Liegt da in ist der klar, Sache, dass man genau. durchbricht. Und der Vorbesitzer hat letztendlich diese Blechwannen hier eingebaut. Und da kommt bloß ein neuer Bodenbelag drüber mit Isolierung und dann sollte es eigentlich auch dann sein. da würde ich sagen, wir bauen es mal schnell um, oder? Kann man machen? Und legen uns mal rein. Jawohl. Das sind noch diese Holzteile, daran kann ich mich noch erinnern. Dann muss man das eigentlich genau bloß aushängen und hier hinten reinlegen. So, und dann werden die Kissen bloß Bloß umgeklappt und fertig. Ah, cool. Siehst du, du bist ja groß und trotzdem hast du Platz zum Liegen. Ja, das mit den Füßen, das war schon immer so. Das bin ich nicht anders gewohnt. Also interessant, was du ja auch alles machen willst. Wir kommen dich in einem Jahr nochmal besuchen Genau. und schauen, was du davon alles umgesetzt hast. Hier kommen bestimmt dann Regale rein, oder? Bloß Regalbretter und unten soll ja die Elektrik dann, sagen wir mal, platziert werden, dass das aus dem Weg ist. Und die Nostalgie, die kommt ja auch nicht von ungefähr. Mein Zugfahrzeug ist ein VW T3, auch 86er Baujahr. Der Wohnwagen ist 86er Baujahr. Eine sehr gute Kombination, aber am wichtigsten war es für mich gewesen, den Wohnwagen zu kaufen, weil wir jetzt mittlerweile auch 2 Kinder haben und da war nicht mehr viel Platz gewesen im VW-Bus. Wer sich den dreimal angucken will, da haben wir hier oben ein Video gedreht. Das hauen wir euch hier oben mal in die Verlinkung rein. Da könnt ihr auch mal gerne reinschauen, wenn ihr wollt. Genau, ansonsten packen wir es, gehen wir wieder raus. Also ich freue mich drauf. Ich denke mal, wir werden den ja noch mal dann live in Action auf dem Campingplatz mit euch gemeinsam erleben. Definitiv. Ich finde es echt, es ist ein cooles Projekt. Ich bin echt gespannt, was da am Ende rauskommt. Danke. Basti, danke dir. Gerne, gerne. Ihr könnt das mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr den auch noch kennt von früher. Schaut unbedingt mal auf der Instagram-Seite von Basti vorbei. Auf Basti Flo bei Instagram. Da habe ich letztendlich meine ganzen Projekte laufen mit dem VW-Bus, mit dem Quake Junior und sonst was alles Nostalgie ist. Und natürlich dann auch Updates bringen, was jetzt alles mit dem Wohnwagen passiert. Genau. Dann würde ich sagen, getreu nach dem Motto, Hauptsache weg. Endlich ist wieder Reisezeit. Hauptsache los, Hauptsache fort, Hauptsache raus, ein neuer Ort, Hauptsache weg, einfach nur frei. Die Sonne ruft, wir sind dabei, Hauptsache weg.